So. Hallöchen, Leute. Weiter geht's mit Tales of Ares. Wir sind jetzt in der Stadt Niez angekommen, in Mahaksar, die komischerweise total zerstört ist und man sieht halt niemanden. Und wir wollen jetzt praktisch herausfinden, was es damit auf sich hat. All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renans, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renans here, there should still be some people around. This debris... Do you think it could be the work of Renan astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see. I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renans can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shion has got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Ja. War auch nicht nett von ihm, definitiv. Also, wenn mir jemand sagen würde, dass er, was weiß ich, das Fell von meinem Hund haben will, wenn der, ja, wenn er mal in die Jahre gekommen ist, dann würde ich auch ausrasten. Immer gehen wir erst da lang. Oh, da. Ich sehe sie sogar direkt.
Tschuhu! Woohoo! Maybe something's going on in the forest. Ich glaube, ich sollte mich gleich mal irgendwie auf den Weg machen, dass ich in den Eulenwald gehe und gucke, ob ich jetzt alle Eulen habe aus Finanzia und ja. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. What are those out in the valley? Windmills? They're huge. They're most likely used to harvest wind astral energy, so they have to be big. Ah, da oben die Dinger. Ah, da auch noch. Okay. Also ist es das Reich des Windes. Und überall hängen halt wirklich diese Flaggen rum. All of you, stop right there! Don't move! They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first! Show yourself! I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alphen. I came here from Calaglia. Alphen? The wielder of the blazing sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you. I'm Bayfon, of the Darkwings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces, so everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danon leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Deadeye's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Deadeye. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way. You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Ah, yes. I guess even after you beat the Renans, your work's only really just begun, huh? Yeah. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Ja. Ich kann verstehen, dass die ein Problem mit den Ernähren haben, ist halt trotzdem echt scheiße für die. Ich meine, weil die haben ja nichts damit zu tun.
Hier gelangt man zum oberirdischen Platz, der zu Almedrias Schloss führt. Der Zugang ist derzeit versperrt, also kehrt bitte um. Also ich meine halt, die hören von einem Typ, der die ganzen Däner befreit und halt mit zwei Renäern unterwegs ist, und ich denke mir halt so, da kann man dann schon in gewisser Weise Vertrauen entgegenbringen, wenn er sagt, dass sie in Ordnung sind, so, weil ich meine, er hat ja mit denen schon mehrere, also zumindest mit Xion, schon mehrere andere Lords gestürzt. Und ich denke nicht, dass bekannt ist, dass er mit einem Lord unterwegs ist. Also noch nicht. Das ist das Hauptquartier der finsteren Schwingen. Dies hier sind nur vorübergehende Unterkünfte. Ich denke, irgendwann werden wir etwas Besseres bauen und dort einziehen. Okay, dann wollen wir da mal rein. So you're elfin, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? Why, you? So you're the one who took down the lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If Shut so, your then— mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Oh. Is that the case, huh? Then tell me the point of this show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. They're the scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you knew that. Maybe it's 'cause you and that little lady are friends and more. Son of a... You'll pay for that! That's enough! Deadeye, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come back! This is Danan's realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do, Deadeye, leader of the Dark Way! Yeah! Deadeye! Liberator Deadeye! You are the true leader of this realm!
We're not afraid of any bright eyes! It's only a matter of time before I throw every last Let's go. bright eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Hey, wait up. Told you so, didn't I? You should have left your Renin pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadheim said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renins. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Beifan? Deadeye mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadheim. This isn't Deadheim's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renins as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renins. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Ja, also ich kann den Typ auf jeden Fall nicht leiden. Der schert halt wirklich alle Renäer über einen Kamm und das kann man halt nicht machen. Also, sorry, aber wenn mich ein Hund beißt, dann hasse ich auch keine Hunde, sondern dann mag ich den Hund nicht. Ich frage mich, wer stärker ist. Alfin, das Flammschwert von Kalagia, oder Deadheim, Anführer der finsteren Schwingen. Ich wette, es ist Deadheim. Vom Flammenschwert habe ich nur Gerüchte gehört, aber von Deadheim weiß ich, dass er ein echter Held ist. Naja, Held ist es für mich nicht, wenn man einfach hier meint, ohne Rücksicht auf Verluste den Lord zu stürzen. Du bist also der Befreier aus Kalagia, wie? Die Gerüchte, dass du dich mit Strahlaugen abgibst, stimmen also. Was soll das denn, Jungchen? Dich mit Strahlaugen abzugeben, führt nur zu Ärger. Wir finsteren Schwingen werden jedes letzte Strahlaugen finden und vernichten und über Mahak-Sar herrschen. Wenn es jemand verdient hat, über Dana zu herrschen, dann Deadheim. Er hasst die Strahlaugen mehr als irgendjemand sonst. Wow, sind ja super Voraussetzungen, ein Herrscher zu sein.
bin so dankbar. Die Renäer mögen fort sein, aber ich hätte nie gedacht, dass das Überleben so schwierig ist. Okay, alle Mann, stellt euch in eine Reihe auf. Ich verteile alles, was wir von den Strahlaugen plünderten. Essen, Nahrung, es ist reichlich da. Ich hatte es gerade ein bisschen verwirrt, weil da Essen und Nahrung stand, also ja. Keine Ahnung, weil ist ja das Gleiche. Hört gut zu. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Glaubt ja nicht, dass ihr euch schon entspannen könnt, klar? I hear a voice. Somebody's asking for help. Hopefully it's nothing that'll be too hard to deal with. Dann gucken wir uns jetzt das Video an und machen dann die Nebenquests. I get the feeling Deadeye's signed up to be a rebel, so he could have a roost to rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renans here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeye might have managed to drive the Renans out of Niez, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Shion. It's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niez is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Deadeye, I don't think things would have turned out like this. Rinwell. Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Deadeye and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed, music enriches the world around us. I train day and night to hone my art.
Words could not describe my bliss, as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Also, dass Dohalim Musik mochte, das weiß man ja eigentlich, wenn man in seinem Zimmer war. Aber gut. Ja, ich sehe es auch so wie Alphen war es, glaube ich, von wegen im Prinzip ersetzen die jetzt einen Diktator gegen den nächsten. Das bringt halt auch nicht viel. Und wie gesagt, jemand, der seine eigenen Kameraden opfert für sowas, der hat nichts an dem Platz zu suchen, zu herrschen. Also, ich meine, das sind ja keine Leute, also es waren ja nicht nur Leute, die gesagt haben, ja, wir wollen auch gegen den Lord kämpfen, sondern wahrscheinlich auch Unschuldige, so wie die Stadt aussieht. Und das bringt's halt auch nicht. Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sich nie was ändern. What's wrong? Was ist los mit dir, Freund? Zeuge, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihm, um genau zu sein. Gerüchten zufolge mochte der Lord diese Art von Zeugen am liebsten, so dass sich die Leute fürchten, sich ihnen zu nähern. Alright. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dass sie verschwinden können wir uns sehr gern um sie kümmern. What the? Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Du möchtest, dass wir dir Zeugeteile bringen? Wofür? Willst du mit ihnen was bauen? Nicht bauen, erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Zeuge für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftaucht und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also selbstständiger zu werden? Das ist sehr lohnenswert. Hey. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall? Yeah! Oder auch genau das ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? 3 menschliche Muskeln überreicht. Good. Ja, nur zu. Bedien dich. Ich sehe es lieber, sie jemanden zu überlassen, der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig. Ihr Leute seid echt großzügig. Wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Alright! Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Da unten müssen wir jetzt hin. Und weil da kann man, glaube ich, noch nicht durch, oder? Not this way, I guess. Genau. Ich habe von jemandem gehört, dass Almedrias Schloss gestürmt hat. Dass sie das Geistgefäß nicht finden konnten.
Deadheim wird mir langsam etwas unheimlich. Scheint so, als würde er von nichts zurückschrecken, um zu gewinnen. Sehe ich auch so. Er ist viel gereister als früher. Aber was will man erwarten? Gegen die Strahlaugen zu kämpfen verlangt sein Tribut. Naja, ich kämpfe auch gegen die und ich bin noch völlig normal. Hätten wir Almedria doch von Anfang an erledigt, dann hätten wir all diese Kämpfe vermeiden können. Meinst du nicht? Ja, wir hätten nie zurückerobern können, ohne dass dabei alles zerstört wird. Selbst die Außenbezirke wurden nicht verschont. Psst, ich würde sowas an deiner Stelle nicht sagen. Zu laut sagen. Wenn dich einer von Deadheims Gefolgsleuten hört, steckst du in Schwierigkeiten. Wow, also geht's genauso weiter, nur dass jetzt halt das sogar ein der näher ist, der die unterdrückt. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little thing. Oben schlafen Leute, die ihr Zuhause verloren haben. Oh. Also nehmt bitte etwas Rücksicht, während ihr hier seid. Wart ihr schon mal in der Arkviertel-Hügellandschaft? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Es gibt dort tolle Angelplätze an den Seen und in den Ruinen. Wir haben unser Zuhause verloren. Alles ist fort. Ich weiß, aber das ist die Strafe dafür, dass man sich mit den Renäern anlegt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, Liebling. Wir durften den Tag unseres Sieges miterleben. Das ist doch ein Grund zum Feiern, oder? Diese renäischen Schergen sind mit eingekniffenem Schwanz abgehauen. Sobald Almedria nicht mehr da ist, ist die Ära der Strahlaugen endlich vorüber. Wir müssen auf der Hut bleiben. Bis Almedria endlich dingfest gemacht wurde, dürfen wir nicht unachtsam werden. Ich wünsche nur, es gäbe mehr zum Teilen. Oh ja? Wovon redest du? Unsere Ration. Wir kommen immer zu kurz. Es ist nie genug da, um satt zu werden. Wir könnten wirklich etwas Reis, Kartoffeln, Rind und besonders ein paar Gewürze gebrauchen. Wir haben, was du brauchst. Wenn es das ist, was ihr braucht. Wir haben genug. Reicht das? Oh, das ist großzügig. Vielen lieben Dank. Ja, das würde uns immens helfen. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir unser geheimes Familienrezept bei. Rezept für Curry. Great! Oh, das klingt köstlich. Yes. Ja, ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Sieht auch nicht so schwierig in der Zubereitung aus. Hey, Hey, Kisara, wenn es wirklich so einfach ist, könntest du mir beibringen, wie es gemacht wird? Wow, du hast wirklich Interesse am Kochen, nicht nur am Essen. Warum macht das für dich einen Unterschied? Ach, ich würde nur einem gewissen jemand gerne zeigen, wo der Hammer hängt, nachdem er sich über meine Kochkünste beschwert hat. Good. Na, ich bring's dir gern bei. Aber meine Kochschule ist nichts für Faulenzer. Bist du bereit? really? Oh, das ist eine so ernste Sache. Also gut, ich bin zu allem Schamtaten bereit. Aber versprich mir, niemand zu verraten, dass ich dich darum gebeten habe, okay? Ich werde schweigen wie ein Grab. Aber im Gegenzug musst du mich Chefköchin nennen, während wir üben. Einverstanden? What? Was? Okay, Chefköchin. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Yes! Jawohl, Chefköchin. All right. Jetzt können wir mit deiner Ausbildung beginnen. Right. Wie ich sehe, hast du hier frisch gefangenen Fisch. Perfekt. Den nehmen wir auf. Really? Was? Aber im Rezept kommt doch gar kein Fisch vor. What? Willst du etwa die Küchenchefin widersprechen?
Nein, Chefköchin. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Huh? Was? All right. Gut, du hast alles, was wir brauchen. Jetzt tauchen wir in die Schützengräben der Topfschlachten ab. Yes. Ja, jawohl, Chefköchin. Over there. Hältst du so ein Messer? Was willst du denn damit machen, Gehilfin? Es zum Tanz bitten? Huh? Nein, natürlich. Das heißt, jawohl, Chefköchin. Yes. Jawohl, Chefköchin. All right. Aufgepasst. Schür das Feuer, bring das Wasser zum Kochen. Keine Zeit, um in der Gegend rumzugucken. Yes. Jawohl, Chefköchin. Es ist alles erledigt. Huh. In der Tat, der Geschmack und das Aussehen sind befriedigend. Du zeigst Talent, aber es ist noch Luft nach oben. Du musst jeden Tag fleißig üben. Ist das klar? All right. Jawohl, Chefköchin. Es dauert wohl noch, bis mein Essen perfekt ist, aber ich werde es ihm zeigen. Eines Tages ist es so gut, dass es ihn aus seiner ollen Rüstung haut. By the by, Shion, if you don't mind my asking, would you be willing to share what sort of clothes are currently in fashion on Rena sometime? Sure. As long as you call me Captain. Sir, yes, sir, Captain Shion. I was just joking. Kinda has a nice ring to it, though. Ich find's süß, dass Shion vereifend kochen lernen will. Also, meine wenigen Besitztümer zusammen mit meinem Zuhause im Flang aufging, dachte ich wirklich, ich würde auf der Straße verenden. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich hier untergekommen bin. Es hat uns buchstäblich das Leben gerettet. Das macht die finsteren Schwingen zu guten Menschen. Wenn ich groß bin, werde ich ihnen auch beitreten. Nach all den Schäden, die durch Almedreas Vertreiben entstanden sind, ist es nur recht, dass wir uns um die kümmern, die ihr Zuhause verloren haben. Findest du nicht, dass sich Deadeye in letzter Zeit verändert hat? Was? Du meinst, abgesehen davon, dass er jetzt ein gefeierter Held ist? Weißt du, ohne ihn wären die Renäer niemals losgeworden. Das sehe ich ein, aber er ist völlig anders als früher. Mal sehen, was die hier anbieten, aber ich glaube, da tut sich nicht so viel. Krass, die sind sogar schlechter. Ja, komm, das können wir herstellen. So. Have you guys checked your equipment lately? Ist aber nicht, was wir anfertigen sollen. Aufwerten kann man auch nichts. Wie sieht es überhaupt aus, ausrüstungstechnisch? Bei denen, die haben natürlich noch nichts ausgewählt. Da könnte man tatsächlich überlegen, was herzustellen.
Bei ihr haben wir mich... Ah, da haben wir... Ja, komm, wir machen das erstmal so. Ich dachte demnächst mal. Ne? Ah, da kann man nur einkaufen. Okay, ich dachte, das wäre so von wegen, dass man da ganz viele von You haben can never muss. be too prepared. But did we have to spend so much? Ja, das war's. Das Flammenschwert aus Calagria? Ihr könnt gern hier schlafen, aber kein Ärger während des Aufenthalts hier, verstanden? That Deadeye creep certainly has a few screws loose, that's for sure. Forget that guy. Right now, we need to discuss how we're going to proceed. What's there to discuss? Deadeye and his crew have already brought down the Lord here. Just let them finish her off. I want to go after her. I second that. I think it's the best thing to do right now. We don't know if the Darkwings have what it takes to beat her. I'm worried what'll happen if we leave her to her own devices. You make a good point, Rinwell. And maybe I'm just being overconfident, but between us and them, I think we have a better chance at defeating her. I have to agree. This realm isn't going to be truly safe as long as that Lord is still running around out there. We need to act. Fine by me. But isn't Deadeye just gonna take all the credit once we're done? Our job is to break down the walls that oppress Dana. What he chooses to build in their place, that's his problem. For now, we'll head to this Estaluva forest Bayfon told us about. Whatever we decide to do, though, we should take some time to rest first. We've barely stopped since Menancia. Where are you going? Alphen. You should get some rest. What's got you up at this hour? Just let me be for a minute, okay? Why don't you go back to the inn? I will when you do. Have it your way. Shion. The Lord's days are numbered. I haven't forgotten our promise. You can trust me, you know. Maybe even lean on me a little. If you want. And if I say I will you finally give it a rest? Yeah, of course. Try to get some rest, okay? What was all that about?
So we're just going to check things out, right? In whatever that forest is called. Estaluva Forest. Next time, pay attention. Wahrscheinlich kommt man dann darüber dahin. Ich sehe, da hinten ist so eine Nebenquest. Da gehen wir zuerst hin. Oder wir gucken kurz, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Und laufen dann nochmal zurück. Das klingt nach einem super Plan. Ah, got sand in my eyes! The winds are strong here. Mind yourselves. Ugh, even the inside of my mouth is all sandy. Hoodle, don't get blown away, okay? Okay, also wir sind hier richtig, aber ich gehe wie gesagt noch zurück, weil da noch eine Nebenquest war, die will ich vorher machen. I think it's safe to rest here now. Und die Sequenzen sehen wir uns dann auch an, wenn ich die Nebenquest gemacht habe, beziehungsweise weiß, was es ist. Huh? I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Der Typ kommt mir doch bekannt vor. Alfin, mi amigo. Ich wusste, dass uns das Schicksal ein weiteres Mal zusammenführen würde. Well... Wer warst du noch gleich? Der Wunderbart oder so? Ich bin ein Minnesänger, der viele Geschichten über diese unsere flüchtige Welt zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarden. Richtig, du. Ich erinnere mich. I see. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, mein Herr. Gestatten, ich heiße Dohalle. Du bist also ein Minnesänger, ja? Heißt das, du bist musikalisch begabt? Oh, ganz recht. Es gibt kein Lied, das ich nicht sang, kein Instrument, das nicht den sanften Griff meiner geübten Finger spürte. Verstehe. Ich bin nämlich selbst ein gewisser Kenner der musikalischen Künste. Tatsächlich? Das dürfte ich wohl um eine kleine Kostprobe bitten, werter Herr. Das wird eine Weile dauern, Bedauernswerterweise habe ich gerade kein Instrument bei mir. Ich gebe gern ein kurzes Dichtwerk zum Besten. In diesem Meer aus purpurnen Bäumen traf ich einen Gefährten mit Hoffnung und Träumen. Oh, Dana mio! Worte wie Musik in meinen Ohren. Ein wirklich seltenes Talent, mein Herr. Ich kann es nicht anders sagen. Meinst du das wirklich? Aber ja, und jetzt muss ich den Gefallen sogleich erwidern. Wo fange ich an? Ob solchen Genies? Mir fehlen die Worte, drum sag ich nur dies. Gracias y buenos dias. Gracias y buenos dias. Oh. Oho, du hast mir geradewegs den Fehdehandschuh hingeworfen. Erlaube mir. Just great. Ich ertrag kein weiteres Wort. Wir gehen, Dohalim. Du kannst gern später nachkommen. Excuse me. Haltet ein! Geht noch nicht! Ob so vielen brillanten Geistern in eurer Runde kann ich euch vielleicht das legendäre Instrument anvertrauen. Wovon redest du? Ich habe ein Musikinstrument versteckt, auf das ich einst seiner würdigen Erben träfe. Ihr findet es am Orte, den diese Notizen darlegen. Aber seid gewarnt, die Rätsel daran zu lösen verlangt messerscharfen Verstand. So frage ich euch Auserwählte nun, nehmet ihr es euch an, die Rätsel
der Rätsellösung zu offenbaren und das legendäre Instrument zu entdecken? Klar, wir können es ja mal probieren. All das Gerede über Rätsel und Instrumente hat meine Neugier geweckt. Good. Also schön, wir nehmen deine Herausforderung an. Ausgezeichnet. Ich bin gewiss, dass ihr die Aufgabe triumphierend löst. Jenseits des Hütten eines Landes bedeckt von Fels und Sand. Das nördliche Ende eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes. Es schlummert am Ende eines schmalen Weges gen Westen, wo ein uralter Turm wacht. That's some cryptic text, all right. It could mean anything. Can't we just look around the area for clues or something? Hey, maybe these are supposed to be different locations? Oh, now you're into this too, huh? Ob das wohl spezielle Waffen sind? Klingt ja ziemlich danach, finde ich. Mir egal, ob es nun darum ging, die Strahlaugen zu vertreiben. Wir hätten in der Stadt nicht einfach alles in Sichtweite in die Luft jagen dürfen. Nachdem wir all die Häuser für die Strahlaugen bauen mussten, dachte ich, wir könnten endlich selbst darin wohnen. Tja, falsch gedacht. Deadheim war so entscheidend für die Befreiung dieses Reiches, dass es schwierig ist, ihn öffentlich zu kritisieren. Ja. Ja, gut, ich kann die Leute schon ein bisschen verstehen, aber gleichzeitig... Der Typ hat halt keine gute Einstellung zu dem Ganzen. Ich habe früher am Fuße des Tals unterhalb von hier gelebt. Es ist ein feuchter und schummriger Ort und jeden Tag musste ich tausende Stufen erklimmen, nur um zur Arbeit zu gehen. Das klingt mühselig, aber nach gutem Sport. Diese riesige Windmühle erzeugt aus dem Wind, der von der Ebene hierher weht, Astralenergie. Früher mussten wir die Windmühle von Hand in die entgegengesetzte Richtung antreiben, wenn kein Wind wehte, um die anderen Mühlen anzutreiben. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir machen das jetzt erst, weil ich habe da irgendwie gerade Lust drauf. Wir reisen jetzt in den Eulenwald. Do you sense one of your friends, Hoodle? Ja, stell dir vor, hier sind Eulen. Irgendwie... Ich weiß nicht, das sieht eigentlich viel voller aus als die beiden, aber das hier ist voll. Okay, da habe ich auch alle gefunden, das ist sehr gut. Hier haben wir bisher eine. Wir werden dann jetzt bald die nächste finden. Das ist das letzte dann. Kristall. Erde, Wind. Kristall, okay, ich bin gespannt. Schuhu. Schuhu.
Silbersundenschüsselrüstung. Okay, ich bin gespannt. Ja. Gucken wir mal direkt. Aber jetzt nicht hier, sondern als Kostüm. Da. Das ist die Rüstung praktisch in anderen Farben, ne? Ja, sie hat was. Zieh dir mal wirklich die Rüstung an, würde ich sagen. Oh, bei ihr kam, glaube ich, nichts dazu. Und die lassen wir aktuell noch bei ihrem Outfit, weil ich mag das Outfit ganz gerne. Waffentechnisch ist auch nichts Hübscheres zugekommen. Jetzt ziehen wir das an. Das ist eigentlich echt süß. Frisur lassen wir aber. Das Buch sieht wieder so aus. Ah. Ja, das war versehentlich falsch. Ich will immer mit der Maus die drehen, aber ich vergesse immer, dass hier ein bisschen anders ist. Dann nehmen wir die Haare. Bei ihm hätte ich tatsächlich gerne noch mehr Outfits, weil ich weiß nicht, ich bin von allen jetzt nicht so der große Fan. Genau das gleiche ist auch bei ihr. Ich finde ihre Outfits einfach nicht hübsch. Die sind viel zu sexy dargestellt und ja, ist nicht meins. Naja, das wird auch noch alles kommen, denke ich. Dann wollen wir uns mal auf den Rückweg machen.
denke, dass ich dann jetzt auch noch mal eine Pause einlegen werde. Was mache ich da? Ja, genau. Und dass ich aber bald weiterspielen werde. I think Hoodle senses something. Dann gucken wir uns noch die Sequenzen an und dann werde ich erstmal, wie gesagt, ausmachen. The winds outside the capital are blowing as strongly as ever. You can definitely see why people call this place the Valley of the Four Winds. Indeed, Mahag Sar is the realm of wind, just as Ganeth Heros is for water. Earth, water, fire, wind, light, and darkness. Rena is aligned to darkness, leaving each realm one element each. Is that because some elements are easier to gather in certain areas than others? That is certainly possible, but I suspect the biggest reason is to prevent the lords from squabbling over resources. Funny. You would think infighting would come naturally to an elite class vying for a crown. True, but the Renans rule as a minority. Fighting ourselves would just be destructive. Though, as you saw in Menancia, any abstention from fighting is merely a facade. In the end, you all get usurped whether you like it or not. That may be true, but something tells me that this time is different. We have to catch up to the Lord first if we want answers. Let's keep moving. What is that ring of rocks over there for? They don't look like they formed naturally to me. Oh yeah. Funny, I guess I've gotten used to weird rock formations. They didn't even register as being out of the ordinary. Most likely, they were brought over by us Renans when we first invaded the planet. Wait, those? So does that mean there's some kind of machine then? And if so, what in the world were they even used for? To manipulate the properties of Dana's astral energy. Really? Think about it. Isn't it strange that the type of energy each realm collects is so fixed? Astral energy by nature isn't meant to skew towards one element or another so heavily. So the Renans reformed it for the crown contest. Sounds like the crazy thing a Renan would do. Renans these days are more advanced than Danans in some ways, but even they don't seem capable of doing something on that grand a scale. Or is that something that's possible on Lenegis? Or maybe the Renan homeworld? I can't claim to know everything about my own kind, but I myself have never seen anything that would be capable of such a drastic feat. But at some point they did just that. Those are the sort of people we're up against. We should do our best not to forget that. You're so amazing, Kisara. You can cook, you can fix weapons. I feel like there's practically nothing you can't do. Maybe you should take a page out of her book and learn to make yourself more useful then. I'd be happy to teach you if you want, Rinwell. I learned most everything I know from my brother. Really? Even how to sew and do laundry? Yes, indeed. He knew how to do anything. Sounds like he was a pretty handy guy when he was alive. He was. I'd always follow him around and badger him with questions. I was a real pain in the neck. Now that I think about it, he and Legil were the ones who taught me how to raise cats, too. Legil is that woman who was with him in the Gold Dust Cats, right? I remember now. The one with the really pretty hair. Funny you mention that. He also taught me how to maintain my hair. Not that those lessons stopped it from getting all tangled up during training. I think it still looks gorgeous. From what I can tell, it would appear as though the only thing he didn't manage to teach you was how to apply makeup. No, but that didn't stop him from trying. He really wanted to teach me everything. Only reason he couldn't was because I prioritized my training. And here I was trying to make a joke. I can't tell if she's being serious. The only one here who knows him well enough was her. Yeah, I guess only Miguel could have told us if it's actually true. Das klingt wirklich nach einem guten Bruder. Naja, wie gesagt, ich werde jetzt ausmachen und wir hören uns bald wieder. Tschüss.